Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian, Melanie ist mit am Start, unsere Spurensucher, unser Spurensucher-Team ist am Start, Katrin und Andy, genau. Denn die beiden haben wieder einiges für uns heute gespottet, denn wir sind wieder im Bereich der Hermann Göring Reichswerke unterwegs. Und heute stehen einige Bunker auf dem Programm, Luftschutz, vielleicht auch irgendwelche Kampfbunker, also Flak. Wir werden gleich sehen, was es genau ist. Und wir bewegen uns hier schon auch in einem Bereich, das ist schon sehr verwunschen, märchenwaldmäßig hier mit den Bäumen und dem Efeu. Und was uns jetzt hier erwartet, das seht ihr in diesem Video. Also bleibt dran. Ja, wir sind jetzt hier wieder in meinem Gebiet unterwegs. Das würde man gar nicht erwarten, dass dann jetzt hier wieder irgendwas ist. Aber Katrin zeigt schon, da hinten ist schon irgendein Objekt. Ach, guck dir mal den Baum an, ey, wie groß der ist. Das ist ja hier schon ein mächtiges Ding, ey. Also, wenn man es jetzt nicht anders wüsste, denkt man echt, man ist hier im Dschungel, ne? Hier mit dem Efeustrang hier, der hier hochgeht. Guckt euch das mal an, ey. Und das ist halt immer besonders schön, finde ich jetzt. Das hat so diesen Indiana Jones-Style aus den Filmen. Irgend total verwunschenes Gebiet. Und dann da noch ein paar Überreste, Relikte von irgendwelchen Bauten, in unserem Fall vom Zweiten Weltkrieg, aber auch andere Sachen, andere Bauten. Es ist schon grandios. Wenn man das jetzt hier so sieht, wo wir jetzt hier durchstiefeln, das ist wirklich Wahnsinn. Das kann durchaus sein, ja. Also wir haben jetzt hier einen Bunker jetzt nochmal für euch. Wir wissen jetzt nicht genau, was es ist. Also einige Hinweise haben Katrin und Andy schon zusammengetragen, dass es sich womöglich um einen Flakbunker handelt. Das ist jetzt nicht komplett unwahrscheinlich, weil hier war ja Rüstung, Hermann Göring Werke, die Reichswerke, und diese ganze Eisenverhüttung und so weiter, das musste ja geschützt werden. Und es kann durchaus sein, dass das jetzt hier auch wirklich ein Bunker ist, der hier zur Verteidigung dient. Und wir haben jetzt hier solche Bohrungen, das hat Katrin auch gerade festgestellt, dass man hier versucht hat, diesen ganzen Koloss wahrscheinlich zu sprengen. Wir haben hier einen separaten Eingang. Hier ist auch irgendwie Holz gestapelt. Und hier oben könnt ihr auch überall solche kleinen Pinne sehen, die hier aus der Wand ragen. Das kann irgendwas damit zu tun haben für zusätzliche Abtarnung, dass da vielleicht was befestigt gewesen ist. Aber überall in einer Linie um diese Anlage drumherum sind diese Bohrungen. Und deshalb ist das nicht unwahrscheinlich, dass man versucht hat, hier den Bereich ringsrum mit einer Sprengung kaputt zu kriegen, damit er ineinander fällt und dann hier wahrscheinlich dann auch nicht mehr begehbar ist. Aber da werden wir eh gleich reingehen. Aber guckt euch das mal an hier. Das ist so verwunschen hier. Also das in der Kombination sieht schon richtig stark aus. Ihr seht auch Melanie, jetzt habt ihr einen guten Größenvergleich zu der Anlage hier. Guckt euch das mal an, ey. Das ist Wahnsinn. Auch hier ist irgendwas rausgesägt worden, der Bereich. Und dann schrägt sich das hier, wenn ihr das jetzt hier mal von dem Seitenprofil euch anschaut, auch hier so ab. Zack. Und da ist vermutlich noch ein zweiter Eingang. Da, diese Bohrungen gehen hier einmal komplett rum. Also ich denke, die Theorie wird schon hinhauen, dass man das versucht hat zu sprengen. Warum man das dann nicht gemacht hat, ist mir nicht bekannt. Aber man hatte das eigentlich nur gemacht, wenn es sich wirklich um Anlagen handelt, die ja irgendeinen Zweck der Verteidigung oder des Kampfes zu tun hatten. Normale Luftschutzanlagen wurden nicht in dem Umfang jetzt gesprengt. Aber das sieht mir nicht nach einer normalen Luftschutzanlage aus. Ja, hier haben wir jetzt auch noch scheinbar irgendwas, entweder für einen Notausstieg oder Kanalisationsbereich. Auf jeden Fall, ui, geht's hier runter.
Ich muss jetzt auch gleich mal die Taschenlampe am besten auspacken. Ja, da sieht man nämlich auch noch Sprossen an der Seite hier unten, die nach unten führen. Guck mal, Andy, hast du das gesehen? Ja, von der Seite könnt ihr das auf jeden Fall sehen. Also hier hat man dann die Sprengung durchgeführt. Warum man das auf der anderen Seite nicht gemacht hat, das wissen wir jetzt nicht. Vielleicht ja, aus irgendwelchen Gründen, Befehle etc. hat man das dann einfach nicht gemacht. Aber ihr seht ja hier, die Moniereisen gucken überall raus. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Und wir können jetzt hier rein. Jetzt seht ihr auch mal, was das hier für ein Brecher ist. Uiuiuiui. Dann gehen wir mal hier rein. Oh. Ich hänge hier. Hier müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. Weil ich jetzt hier für diese Aktion auch nicht extra jetzt einen Helm mitgenommen habe. Wow, guckt euch das mal an. Hier auch alles schon so versindert. Also der ist locker, was würdest du schätzen? 15 Meter auf jeden Fall. Wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Und hier unten sieht man jetzt auch die ersten Räumlichkeiten. Da hinten ist nämlich geziegelt. Oh. Boah, Leute. Das ist krass. Also das ist jetzt ein relativ kleines Waldstück, aber man hätte jetzt nicht gedacht, dass da jetzt hier so ein Brecher drin ist. Da sind überall so ein paar Durchbrüche auch. Hier sieht man auf jeden Fall, hier waren auch wieder massive Stahltüren drin. Das könnte hier schon ein Schleusenbereich gewesen sein. Und das müsste der normale Zugang sein, wo wir gerade standen, genau. Hier waren die Balken davor. Das haben wir gerade eben gesehen. Und konnte man jetzt von der Seite oder von hier jetzt in diese Anlage reinschlüpfen. Also bisher sehe ich jetzt hier noch keine Bezeichnungen, die man üblicherweise hat. Aber vielleicht finden wir ja noch was, wenn wir aufmerksam sind. Also ich weiß nicht, kann es jetzt noch nicht einschätzen, ob der mehrere Etagen hat. Aber hier bewegen wir uns wahrscheinlich in der ersten unteren Etage, sage ich jetzt mal. Erdgeschoss ist es ja schon nicht mehr. Ja, und hier seht ihr, hier fängt es an, hier wurde geziegelt. Also hier hat man jetzt keine massiven Wände im Inneren dann gehabt, sondern die Bereiche dann geziegelt, aber die sind auch noch aus der Zeit. Da oben ist ein Loch. Das kann sein, dass da die Belüftungsvorrichtung durchgegangen ist. Und hier ist aber wieder massiv betoniert. Hier ist irgendwas reingelegt worden. Oh, ich weiß nicht, was das ist. Da gehe ich mal nicht so nah ran hier. Ja, hier haben wir schon ein kleines Relikt von einer ehemaligen Tür. Hier ist das Schloss. Ich muss mal gucken, dass ich das euch ordentlich zeigen kann hier. Da habt ihr das. So, wir gehen jetzt hier mal durch diesen Durchbruch, weil hier soll es weitergehen. Hier ist ein bisschen komischer Geruch. Oh.
liegt auf jeden Fall einiges rum. Aber hier sieht man jetzt noch, ja, hier hat man das wahrscheinlich entweder nachgenutzt als Keller, aber diese Leitungen hier, die sind aber auch noch Asbach. Guckt euch das mal an hier. Sohrmann steht hier drauf. Ja gut, die Leitungen, die können auch trotzdem aus der Zeit hier sein. Und es sind hier immer noch die Bunkerwände. Ich glaube, das ist auch alles original hier oben. Irgendwie verwinkelt. Aha, hier ist irgendein Anbau. Das ist auf jeden Fall neu. Ja. Ja. Also hier haben wir auf jeden Fall so einen kleinen Schriftzug. Entweder ist das einer oder zwei Buchstaben mit jeweils einem Pfeil rechts und links. Das ist noch irgendwie aus der Zeit. 100%ig. So, ich bin jetzt hier einmal auf dem Bunker drauf. Und ja, das sieht mir jetzt aber hier nicht so aus, als ob hier noch eine Vertiefung oder irgendwas ist, wo man jetzt hier eine Flak positioniert hätte. Das ist einfach nur normales Bunkerdach ohne ja, irgendwelche Aufsätze, wo man eine Flak oder so hätte montieren können. Das ist komplett gerade. Also glaube ich nicht, dass jetzt hier auf dem Bunker drauf eine Flak gewesen ist. Wenn es hier eine Flak gab, dann würde die hier unten gestanden haben. Und dass das halt wirklich nur ja, ein größerer Bunker gewesen ist, der dann vielleicht auch doch parallel für Luftschutz, für die Bedienung oder für das angrenzende für den Fabrikbereich gedient hat, dass hier sich Arbeiter und so weiter praktisch in Deckung bringen konnten. Ist ein bisschen komisch, weil es halt sehr verwinkelt drin ist. Aber kann durchaus sein, man müsste jetzt genau diesen Typen bestimmen können vom Bunker, weil es schon ein bisschen untypisch, sage ich mal, wie er drin aufgebaut ist. Aber trotzdem krass. Wir können das hier sehen, das geht bis da hinten hin. Das ist Wahnsinn. So, hier hat Andy noch was im Gebüsch gefunden. Das ist doch mal wieder richtig stark. Guckt euch das mal an, Leute. Na, kann jemand schon erraten, was das ist hier? Wow, guckt euch das mal an. Wir haben hier eine Splitterschutzzelle. Uiuiui. Fliege verschluckt. Eine komplette Splitterschutzzelle, ein Einmalbunker, wo hier sogar noch dieses Fundament dran ist, was letztendlich dann in der Erde gewesen ist. Man hat es ja praktisch nur bis hierhin gesehen. Wow, das ist mal eine echte Überraschung, oder? Das ist richtig krass. Ja, also man kann eigentlich davon ausgehen, dass der hier irgendeine Begrenzung von diesem Gebiet, dass er da halt stande. Und also das hat man hier sehr häufig, dass man hier so Lagergrenzen hatte oder halt für die Fabriken im Umkreis, damit sich halt das Personal mal eben schnell in Deckung bringen konnte. Und das wird hier, wie gesagt, nur so aus dem Bereich so rausgezogen worden sein. Da hat man jetzt noch diese Öse. Und dann wird er halt hier irgendwo drin gestanden haben. Und man wollte den höchstwahrscheinlich dann komplett abholen, weil es gibt hier auch solche Friedhöfe, die sind jetzt nicht allzu weit weg, wo man, also Einmannbunker-Friedhöfe, wo man die gesammelt hat. Die sind auch ganz interessant. Und dann ja, vermute ich mal, dass man die eigentlich noch zerkleinern wollte, um das Material vielleicht wieder irgendwann zu benutzen. Keine Ahnung, aber die liegen da immer noch. Von daher hat er wahrscheinlich keiner Interesse daran, die kaputt zu machen. Aber das sieht schon cool aus jetzt so, wie der hier liegt. Hat schon was. Ja Leute, ihr seht, das Wetter hat jetzt umgeschlagen. Wir sind alle schon regentechnisch hier ausgerüstet.
Und wir haben hier im Umfeld über die Schummerungskarte hier einen Bereich entdeckt, wo auch noch was sein muss. Und wir sind in der Tat fündig geworden und haben jetzt hier eine Struktur. Und das muss hier auch ein Bunker sein. Wir haben zuerst mal hier eben wieder so eine schöne alte Colaflasche. Und hier seht ihr auch schon an der Seite den Beton. Hier, da geht er hier durch. Und hier oben ist ein Zugang wahrscheinlich oder sowas. Das könnte auch eine Belüftung oder Notausstieg gewesen sein hier. Es ist leider komplett zu. Ihr seht es aber hier. Hier unten geht es her. Hier oben haben wir den Bereich. Da ist auch alles zu. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch an der Seite irgendwo jetzt einen Zugang finden. Stromern hier wieder mitten durchs Gestrüpp. Oh wow, guckt euch das mal an. Was haben die denn hier für einen Teil versenkt? Das ist wie so ein kleiner Spitzbunker, hä? Ja, das ist ja cool. Das ist krass, Leute. Guck mal, Andy. Das ist ungewöhnlich, hä? Warte, ich gehe mal hier eben kurz zurück. Weil da unten könnte auch eine kleine Schade. Das ist wieder wie so ein versenkter Einmannbunker, oder? Weil da ist eine kleine Schade. Wo man im Prinzip, ja schade, es ist einfach nur eine Observation, dass man halt gucken kann, da wurde jetzt nicht rausgeschossen. Dass man einfach nur rausgucken konnte, ob dann der Bombenhagel vorbei ist. Oh. Oh oh. Hier geht's rein. So, bevor wir jetzt da reingehen, Andy hat hier an der Seite auch noch was gefunden. Eben gerade von dem erhöhten Punkt hat er hier eine Splitterschutzzelle gesehen, die ja noch an der Seite liegt. Gucken wir mal, ob wir hier hinkommen. Und zwar liegt die hier an der Seite. Guckt mal, Leute. Gucken wir, ob wir da jetzt so easy hinkommen. Da. Das ist wieder so eine. Das ist ein anderer Typ. Ich weiß nicht, ob es da jetzt verschiedene Typen und Bezeichnungen gab, weil ihr könnt es sehen. Der läuft hier spitz zu und ist hier oben verschraubt. Genauso wie der vergraben ist. Hier auch mit dem Schaden wieder. Ja, der ist genauso. Tatsächlich wie den wir jetzt gerade da vorne gesehen haben. Aber vielleicht weiß es einer von euch und kann es mal in die Kommentare schreiben. Weil der läuft jetzt halt so spitz zu. Das haben wir jetzt in der Form nicht gehabt. Die waren eigentlich mehr oben so oval wie den einen, den wir vorhin gesehen haben, der da lag. Wo vorne noch der Anker war. Und der ist auch deutlich kleiner. Also von der Höhe ist der kleiner, ja, wie der da lag. Aber hier unten seht ihr auch noch die Moniereisen. Hier wäre der praktisch in das Fundament dann eingelassen. Cool. Ja, mega, Andy, dass das jetzt hier wieder geklappt hat. Diese Funde sprechen jetzt wieder für sich hier. Kann durchaus sein, dass jetzt hier in dem Waldstück noch weitere Bunker sind, beziehungsweise, ja, also wir sehen hier wieder Felder und punktuell sind halt immer solche kleinen Waldstücke. Und das ist halt immer so merkwürdig, warum dann halt das Waldstück belassen wird, warum man das nicht noch gerodet hat und dann auch noch Agrarfläche gemacht hat. Da ist immer so ein Hinweis, dass da halt irgendwas drin ist. Muss jetzt nichts Bebautes sein, kann aber auch Felsen sein oder ähnliches, der dann komischerweise auf der Fläche liegt. Kann durchaus sein, muss ich gleich mal auf der Schummerungskarte gucken. Aber das ist schon krass hier. Ich habe einfach auf Aufnahme gedrückt. So, wir gehen jetzt hier mal rein. Andy war gerade drin. Er sagt irgendwie, es wäre nur eine Kammer. Wir gucken mal. Ach, das geht natürlich hier jetzt richtig steil runter. Oh.
Okay, Andy. Jo. So, dann gucken wir uns das jetzt mal an hier. Warum das so gebaut wurde, wie es gebaut wurde. Okay, hier oben seht ihr noch, hier war Holz auch. Hier kommt Beton. Keine Ahnung. Aber hier diese Steine, die hier unten sind, die sehen mir aber auch ein bisschen neuer aus, Andy. Ich glaube, der ist hier nachträglich zugemacht. Oder? Hier hinten geht es normalerweise weiter, aber aufgeschüttet. Ich habe den Eindruck, das ist hier nachträglich zugemacht. Diese Steine, die hier drin sind, die sind nicht aus der Zeit. Die sind hier nicht aus der Zeit. Man hat das irgendwie vielleicht mal weiter benutzt. Eine Zeit lang. Also es sieht irgendwie sehr, sehr merkwürdig aus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, vor allen Dingen, weil die Splitterschutzzelle nebenan noch eingegraben ist. Merkwürdig, dass man das vielleicht nur so provisorisch gebaut hat. Kann ich jetzt nicht wirklich beantworten. Sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Ja, hier seht ihr jetzt auch noch mal die Begrenzung. Hier habt ihr nämlich wieder diese typischen Zäune. Also die Pfähle für die Zäune. Und hier oben ist Stacheldraht beispielsweise durchgeführt worden oder sogar ein Elektrozaun könnte das halt auch gewesen sein. Und wir haben jetzt auch gerade noch mal eben geguckt, hier ist das Lager 30 gewesen. Wie gesagt, wir hatten ja gesagt, um Salzgitter herum oder im Bereich Salzgitter bei den Hermann-Göring-Werken, Reichswerken sind halt sehr viele Arbeitslager gewesen. Und das ist jetzt hier das Lager 30 gewesen. Ne? Relativ schmal halt dieser Bereich. Aber auch wieder eines der Lager, und ich weiß jetzt nicht mehr, ich hatte das glaube damals in dem vorhergehenden Video erwähnt, ich meine irgendwas zwischen 50 und 60 Lager sogar, also verschiedenste Lager sind hier gewesen, wie das brutale Lager 21, auch von der Gestapo geführt. Und ja, das ist ein weiteres Lager nämlich hier gewesen. So, wir werden jetzt noch ein paar weitere Sachen anfahren. Das ist so umfangreich, so großflächig hier verteilt auch. Das glaubt man gar nicht. Also hier ist für die Rüstung so ein wichtiger Punkt einfach gewesen, dass man auch ständig Splitterschutzzellen und ähnliches findet. So Leute, wir sind wie gesagt jetzt hier auf dem Lager 30. Jetzt guckt euch das mal an, was wir hier gefunden haben. Das ist schon sehr stark verwachsen. Wir haben hier ein Hakenkreuz. Ihr seht, wie verschorft das Ganze ist. Das ist sehr, sehr alt. Und hier auch noch ein paar Einkerbungen. Also, da weiß man hundertprozentig, woran man hier ist. Ja, wie gesagt, das Thema Baumzeichen, das verfolgt uns ja jetzt auch schon seit Holzen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Klar, viele sagen, man darf nicht unnötig viel reininterpretieren, aber es gibt auf jeden Fall viele belegbare Hinweise, dass die auch für verschiedenste Sachen halt genutzt wurden. Und auch hier, klar, wir sind natürlich alles Laien, Hobbyisten. Wir sind jetzt keine ausgebildeten ja, Geschichtsexperten, sage ich jetzt mal, Historiker. Aber man kann schon, sage ich mal, unterscheiden, was frisch, jung und was halt eher alt ist. Und dieses Zeichen ist auf jeden Fall älter. Klar kann man jetzt auch sagen, das wurde nach dem Krieg reingemacht. Dann bewegen wir uns immer noch in dem Bereich von mehreren Jahrzehnten. Es kann ja durchaus sein, dass einer das hier nachträglich markiert hat, um zu zeigen, zu symbolisieren, dass es sich hier um ein ehemaliges Lager der Nazis handelt, ein Gefangenenlager, ein Arbeitslager oder auch ein Radlager, also ein Reichsarbeitsdienstlager gab es ja hier auch noch sehr viele. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ja, dokumentieren wir natürlich auch für euch. Ne? Ihr könnt, wie gesagt, da gerne eure Meinungen nochmal in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat sich ja der ein oder andere ein bisschen mehr damit befasst und kann es halt klar sagen,
identifizieren, ob das jetzt authentisch aus der Zeit ist oder ob es halt eher nach dem Krieg halt irgendwann entstanden ist. Ne? So Leute, ihr seht es schon, wir sind im nächsten großen Komplex hier angelangt. Oh, es ist schon wieder atemberaubend hier zu sehen, wie groß das Ganze ist. Es scheint auf jeden Fall was Gesprengtes zu sein. Lass jetzt einfach mal die Bilder so ein bisschen auf uns wirken hier. Boah, wie massiv. Hier sind so viele Elemente so weggesprengt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn hier oben los? Uiuiui. So, und hier sind so einzelne Elemente, die hier so weggesprengt wurden, aber riesig. Wir haben einmal hier eins, wir haben hier eins. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das ausgesehen hat. Guckt euch das mal an hier. Das hier in der Mitte. Das sieht mir so aus, als ob das hier so eine richtige Röhre gewesen ist. Dass das die Seitenelemente sind. Hier und hier. Die sind hier irgendwie angelegt gewesen. Und dann ging das hier in diese Richtung. Da geht es nämlich weiter. Seht ihr das? Ja, hier könnt ihr das jetzt nochmal richtig gut erkennen. Hier, das ist eine Pflanze, auf die muss man echt Acht geben. Bärenklaue oder so ähnlich heißt das hier. Das löst allergische Reaktionen aus. Und hier, da habt ihr nämlich jetzt die Elemente. Hier sind die noch dran und würden das praktisch das nächste Stück verbinden. Dahinter ist nämlich wieder so ein Klotz. Und das ist hier einzelne Elemente. Hier sieht man das ganz gut. Und dann das nächste Element und so weiter. Und dann geht es da hinten ums Eck noch. Sehr, sehr interessant. Von außen sieht man das richtig gut, Katrin. Diese Elemente hier, was hier weggesprengt wurde. Wow, hier drin, das ist ja krass. Wow. Uiuiui, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht abstürze. Wow. Aber was hier jetzt rumliegt, ich denke mal, das wird irgendwie mal eine Nachnutzung gewesen sein. Ich glaube auch. Weil, Campingstuhl. Ja, hier liegen viele Gerassel drin. Ja gut, aber trotzdem ist noch krass. Das ist so ein riesiger Salzgittertyp-Bunker. Ja. Das sind genau diese Typen, ja. Okay. Aber wie das hier aussieht, ne? Wie das hier rauswächst oder reinwächst. Richtig cool, ne? Ja. Das ist echt unglaublich. Boah, guckt euch das an. Hier ist das alles gesprengt worden jetzt hier an der Stelle. Ja, hier liegen jetzt halt ein paar Sachen rum. Hat man mal so zwischenzeitlich als Lager verwendet. Boah. Spektakulär. Also das hat schon was. Finde ich sehr, sehr beeindruckend, muss ich schon wirklich sagen. Und hier sind auch Asbestplatten. Hier muss man natürlich eigentlich die Luft anhalten oder eine Maske aufsetzen. Aber hier, wir gehen hier schnell durch. Wir halten uns da jetzt nicht so lange hier auf. So, hier kommen wir raus. Und dann sind hier solche gewaltigen Strukturen hier weggesprengt. Das ist schon wieder richtig. Ich liebe das, dieses Indiana Jones-like, dass man hier wirklich durchgeht und alles so verwunschen und verwachsen ist. Klar, auch wenn es immer
schwer ist, hier durchzugehen, aber boah, guckt euch das mal an hier. Boah, Junge, 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 Junge. Das sind Wände. Was das auch für eine Überdeckung gewesen ist. Ah, hier haben sie natürlich auch ein bisschen ihren Müll auf das Gelände geschmissen. Das ist wieder so. Naja. Ja, liegt auch alles drin. Asbestplatten ohne Ende. Kann durchaus sein, dass sich hier und da sogar noch ein altes Relikt verbirgt. Unter den Bunkern. Riesig. Tja, also der wird definitiv für schon einige tausend Mann Luftschutz geboten haben, weil hier hinten ist ja dann praktisch in der Nähe das Hüttengelände und auch so ein Werksgelände, wo dann entsprechend Mitarbeiter, Angestellte sich schnell in diese Anlage hätten flüchten können. Und hier hat man ja auch immer wieder bombardiert. Deshalb hat man hier ja auch so eng so viele Luftschutzanlagen in dem Gebiet immer noch. Hier sieht man auch die Rohre, die hier teilweise noch rausgehen. Aua. Uiuiui, muss ich echt aufpassen. Oh, guckt euch das mal an hier, ey. Das sieht krass aus. Das sieht wirklich richtig krass aus. Sehr, sehr beeindruckend. Oh, hier haben sie auch alles reingeschmissen. Naja, rege ich mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so auf. Es ist leider eine Eigenart von uns Menschen. Aber es ist gigantisch, das hier so noch zu sehen. Was hier an Beton versenkt wurde. Das glaubt ihr nicht. Das ist eine Anlage, eine von vielen, die damals hier errichtet wurden. Und da hinten geht es weiter, wenn man mal da durchguckt. Da hinten, das ist übel, wie groß das Ding hier gewesen ist. Oh, verleuchtet dich hier schon fast. Vor allem, wie das da aussieht, ne? Da, wo Katrin da läuft, da in der Mitte entsteht schon wieder die Natur. Hier unten noch der Boden komplett durchbetoniert. Und was für eine Stärke. Unglaublich. So, ich weiß jetzt auch nicht, ob das einer von euch weiß, weil ich bin jetzt hier auch nicht vom Bau oder so. Aber was ungewöhnlich ist bei dem ganzen Sprengvorgang, ob das jetzt hier auch so wie so eine Art Sollbruchstellen sind, weil genau an diesen Punkten, wo praktisch das nächste Element dran gesetzt wurde, ist der praktisch auseinander gesprengt worden. Ob das halt so bewusst gemacht wurde, ich weiß es halt nicht, ne? Weil wie gesagt, das ist ja eine eigene Bunkerart, Klassifizierungstyp Salzgitter. Und das weiß ich jetzt halt nicht, ne? Aber vielleicht weiß das einer von euch, aber guckt euch mal bitte die Überdeckung jetzt an, von der wir hier sprechen. Ne? Da bis da, das sind locker 2 Meter Überdeckung.
So, jetzt zeige ich euch das nochmal, diesen Salzgittertyp. Ihr habt hier diesen massiven Eingang von beiden Seiten und dann jeweils diese Röhren hier rangesetzt und dann geht das hier weiter. So, und so geht das halt immer weiter, immer wieder ein weiterer Zugang zwischengesetzt und dann kommt wieder so eine betonierte Röhre. Und das ist halt dieser Salzgittertyp, aber das ist wirklich die massive Form davon. Ne? Wenn wir jetzt hier nochmal rüber gehen, dann seht ihr das, dass man das halt nämlich über Eck dann gebaut hat. So, das ist jetzt hier halt wieder kollabiert und ging jetzt hier praktisch hier rum. Ne? Und somit hätte man auch den Fall gehabt, wenn es jetzt irgendwo zu einer Sprengung, zu einer Explosion gekommen wäre, dann wäre die Druckwelle nicht durch die komplette Anlage gegangen und hätte praktisch alle getötet, sondern würde halt an der Ecke dann entsprechend gestoppt. So, dass dann immer, je nachdem wie viel Glück man auch hatte, wenn es wirklich geschafft worden wäre, mit einer Fliegerbombe das zu sprengen, dass ein Teil der Menschen, die da drin Schutz gesucht haben, dann trotzdem überlebt haben, auch beim Volltreffer. Ja, wobei, da muss schon wirklich sowas von den Alliierten benutzt worden sein wie Grand Slam Bombe oder sowas oder Tallboy Bomben, die richtigen Bunkerknacker. Aber was Kleineres, denke ich mal, hätte das Ding schon überstanden. Das ist wirklich sehr massiv, die Überdeckung. Ja, ihr seht, Andy ist schon fast in einem Bunker drin. Wir haben noch ein bisschen da Platz gemacht, aber es ist sehr, sehr eng, sagt Andy gerade. Und kannst du da durchgucken? Ja, aber es ist... Ja, pass auf, nicht, dass das... also ihr seht, hier ist eine Betonplombe und da muss man sich richtig durchschlufen. Auf jeden Fall wird es größer dahinter. Okay. Aber hier sind Steine. Ich bin aber... Hier drinne. Ja? Hier drinne. Okay, dann... Leute. Aua. Pass auf. Da ist Nach- Andy jetzt durch. Nach links ist er zu. Okay. Aber nach rechts geht er weiter. Okay. Ja, gut. Auf der rechten Seite ist ein großer Raum dann. Kommt ein Raum, Okay. kommt ein Durchbruch Ja. und dann geht es in den richtigen Raum. Und dann hinten sind noch mehrere. Okay. Also ich kann jetzt erstmal so 10 Meter weit gucken. Ja gut, dann hast du es geschafft. Und hier ist ein altes deutsches Rotes Kreuz an der Seite. Echt? Ja. Boah. Leute, habt ihr das gerade gehört? Ich habe hier noch ein paar Relikte. Relikte? Was hast du denn? Da Leute, haben wir schon das erste Relikt. Mensch, endlich mal eine ordentliche Pfanne. Ey, wirklich, da kann so richtig schönes Steak drin braten. Ja. Die erste. Hast du noch was, Andy? Vor deinen Füßen. Oh. Hat einer sein Fahrrad vergraben? Könnte aber auch was Altes sein. Das ist ein alter Sattel. Ja. Soll ich durchschlufen? Kannst du nicht suchen. Okay. Soll ich hier die Kinn abnehmen? Wenn ich sie dir anreichen kann, ich habe schon auf Aufnahme. Ich sehe jetzt eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht so, wo ich hin muss. Wo bist du denn? Da, okay. Ach du Scheiße. Hier oben, dieser komische Klotz, der sieht auch interessant aus. Oh. Ja, sich da jetzt durchzuschnögeln. Oh. Ah, okay. So. Okay, das wird rückzu wird das interessant, Andy. Scheiße. Oh. So. Oh, Junge. Oh. Okay. Wow. Oh.
Krass. Wo bist du denn jetzt hin? Ach, hier. Ich dachte gerade, hä? Rechts, okay. Okay. Und hinter mir? In der Ecke? Ah, jo, tatsächlich. Schaut mal, Leute. Da ist das Rote Kreuz. Ja. Ja, genau an der Stelle. Okay. Klasse. Wow. Mal gucken, was wir noch finden. Krass, dass wir es echt noch geschafft haben, hier reinzukommen. Es ist wirklich sensationell. Das ist nämlich ein Riesending. Aber schade, dass wir nicht links rumgekommen sind. Nee, links ist der ja länger, ne? Jetzt von unserer Position aus. Okay. Okay. Guck mal, hier sind alte Scharniere von den Türen. Alte Tür. Ne, diese Dinger da für die Türen. Wow. Krass. Aber der muss mal offen gewesen sein, auf jeden Fall. Im Nachgang. Weil hier. Ja, ja, aber hier ist ein Zeitungsartikel von 1995 vielleicht. Und gleich noch eine Wand. Aha. Okay. Was ist hier noch? So Leute, jetzt musste ich eben einmal die SD-Karte wechseln. Das war auch ein Akt, weil der Rucksack draußen war. So, jetzt sind wir wieder aber im Boot. Und Andy, hast du noch was gefunden? Ah, guck mal, hier haben sie Zeitung dran gemacht. 1970. Ja? Na guck, wie lange das... Auch hier, die Deutsche Mark. Ja, der wird eine Zeit lang halt noch offen gewesen sein, ne? Bis sie den dann komplett zugemacht haben. Hast du noch was an Zeichnungen oder so? Das ist noch nicht. Oh, der ist so massiv auch hier. Ja Leute, der ist, wie gesagt, eigentlich in dieser Richtung ist er noch deutlich länger. Leider ist die entgegengesetzte Richtung offen. Aber nicht in der, hier ist auch das, hast du gesehen, auch das Rote Kreuz, Andy. Also scheinbar haben die immer an den Seiten von den Zugängen gemacht. Wir können das auch sehen. Da sieht es nochmal richtig schön aus. Vermutlich da auch. Ganz hoch kommen, Andy. Siehst du? Also das sind auf jeden Fall die ersten Zeichnungen, die wir in diesen Bunkern hier gefunden haben. Die ersten Hinweistafeln, und das ist auch hier hinten nachträglich zugemacht. Da ist auch nochmal das Rote Kreuz auf der gegenüberliegenden Seite. Das sind nämlich hier die Zugänge. Die haben sie hier nachträglich mit den Steinen hier zugemacht. Verplombt alles. Da haben sie hier nämlich sogar noch dieses Brett drin gelassen hier. Wo sie sich wahrscheinlich draufgestellt haben, um das hier zu vermauern. Ja. Was ist das hier noch? Das ist nur Holz. Ja, wir hätten normalerweise jetzt in die von unserem Eingang links weitergehen müssen. Das wäre krass, weil der ist, wie gesagt, ungelogen ist der hier bestimmt 100, wenn nicht sogar 150 Meter lang. Oh, das ist ein richtiger Luftschutzbrecher. Oh. Ja, Kameraführung ist heute alles ein bisschen zappelig wieder, aber hier geht das auch nicht anders. Ich kann hier auch kaum gerade stehen. Hier geht es jetzt mal wieder. Oh, Junge.
Ja, hier haben sie sich das nämlich irgendwann mal zurecht gemacht. Hier sind noch Bettgestelle drin, Holzbetten. Und gebrannt hat es hier mal wieder, das Übliche. Naja, trotzdem sehr interessant, dass wir jetzt hier überhaupt reingekommen sind. Vielleicht müsste man sonst, sage ich mal, in dem Bereich, wo die anderen Zugänge sind, noch graben. Aber ja, wenn das dann drin teilweise verplombt ist und Mauern gesetzt sind, ist das auch eine Aktion, die, glaube ich, nichts bringt. Gerade wenn wir jetzt wissen, dass hier auch in den 70er Jahren, da geht es nämlich wieder rüber, in den 70er Jahren hier noch was gemacht wurde. Ihr könnt das hier erkennen. Das sind hier so ganz alte Fanta-Dosen und so weiter. Ich lege es mal hier ein bisschen hin. So, dass ihr mal ein bisschen besser erkennen könnt. Da. Das ist alles alt, aber nicht so alt. Und wie gesagt, hier liegen auch andere Sachen noch rum. So Leute, das wird jetzt ein Spaß. Jetzt können wir nämlich mal sehen, wie wir jetzt hier reingekommen sind. Wir müssen im Prinzip so zurück. Bäuchlings wird wahrscheinlich schwieriger werden, weil man sich dann oben hin nicht so wegbiegen kann. Hast du denn mal eine Kamera? Ja, ich suche mehrere Kameras. Also Leute, wir haben es geschafft. Andy und ich, wir sind wieder draußen. Wir konnten allerdings nur in diese Richtung. Die war etwas kürzer. Wir hätten gerne in die linke Seite weiter vor, aber hier ist eine komplette Wand gezogen. Dafür haben wir rote Kreuze gefunden. Ja. Ist glaube ich egal. So ist man hier. So Leute, wie ihr sehen könnt, wir sitzen schon wieder im Auto. Wir sind im Outro angekommen. Wir haben heute echt wirklich einen Haufen gemacht. Bis zuletzt sogar noch halb den Bunker ausgegraben, den Zugang des Bunkers, um ja, da reinzukommen. Und es hat auch geklappt. Leider, wie gesagt, ging es dann nur rechts für uns weiter und nicht links. Links wäre eigentlich laut Schummerungskarte der intakte Teil gewesen. War innen aber zugemauert. Also ja, mal gucken, wie man das vielleicht nochmal angeht, das Projekt. Auf jeden Fall hat es wieder richtig viel Spaß gehabt, diese Relikte halt zu finden. Klar, auch man muss wieder dran denken, den traurigen Teil eigentlich, warum diese ganzen Sachen da existieren. Wie gesagt, hier sind, ja, jetzt nochmal nachgelesen, über 40 Lager noch gewesen, also noch weitaus mehr Lager, als wir zu Anfang uns das angelesen hatten. Also hier, auch hier ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende erzählt. Heute noch mit dem Mahnmal auch, und wo wir nochmal gesehen haben, wie viele Leute da ja, gestorben sind, verhungert sind und alles. Das ist wirklich Wahnsinn, kann man gar nicht begreifen. Und auch die einzelnen Anlagen, die Splitterschutzzellen, die Bunker, die großen Bunker von dem Salzgitter-Typ, das ist halt sehr beeindruckend und zeigt halt, was das wirklich für ein immenser Rüstungsbetrieb an der Stelle gewesen ist. Ja, wir würden uns wünschen, wenn ihr uns hier wieder was in die Kommentare schreibt, was ihr von den ganzen Sachen haltet, ob ihr schon mal hier gewesen seid. Und ja, lasst uns auch ein Abo da, wer es noch nicht gemacht hat, ist vollkommen kostenlos. Und vor allem die Glocke aktivieren, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand, wenn hier ein neues Video erscheint. Und dann würde ich sagen, wir schnacken nicht mehr langsam und sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!